So, einmal über den Boller. So, Frankenpedaleur ist unterwegs. Ich habe die Faxen jetzt dicke hier mit dem Wetter. Es ist stabil, es ist nicht sonnig, es ist nicht einladend, aber es soll nicht regnen. Das ist schon mal wichtig. Und bevor ich hier versauere und Lagerkoller bekomme, habe ich mir gedacht, jetzt fahre ich los. 100 Kilometer Tour, die ich geplant habe, die ziehen wir jetzt durch, egal ob es regnet oder nicht. Ich habe die Regenjacke dabei, aber ich will hier ein bisschen was sehen. Das muss eine geile Tour sein, eine schöne Landschaft, habe ich auf Komoot gesehen. Und komme was wolle, ich muss jetzt hier raus, aber ich weiß noch nicht wohin. Ich glaube, hier muss ich wieder. Ah ja, hier ist wieder der Park, die Straßenbahn, mit der bin ich in die Stadt gefahren am ersten Tag. Für 1 Euro pro Fahrt. Hier kann man übrigens wählen, welche Karte man nimmt. Moment mal, ich muss mal hier über den Gehsteig. Und zwar kann man für 20 Minuten oder 15 Minuten, glaube ich, auch wählen. Oder für 30 Minuten oder gleich eine Einzelfahrkarte ohne Zeitlimit oder halt eine Tageskarte dann. Also das ist echt cool. Also so 20 Minuten kosten 4 Zloty, das ist ein bisschen weniger als 1 Euro. Kann man nicht meckern, wenn man es vergleicht mit unseren Fahrpreisen, dann ist das schon attraktiv. Okay, die Leute verdienen auch weniger hier, aber so ärmlich, oder was heißt ärmlich, aber halt so finanzschwach kommen sie mir hier gar nicht vor, weil wir fahren hier alle neue Autos, Audi und was weiß ich alles. Hier, guck, neuesten Mazda. Also so schlecht geht es ihnen anscheinend auch nicht. Und die Häuser hier sind teilweise auch nicht schlecht aus, hier im Randbezirk. Also von daher scheint das Leben nicht so schlecht zu sein. Aber genug gelabert. Ich schaue jetzt mal hier, dass ich auf die Route komme. Ich habe irgendwie zwar in die Stadt reingeplant, aber ich kürze das natürlich ab, weil die haben wir ja gestern schon gesehen, beziehungsweise im letzten Video. Und ich will ja raus aufs Land. Also dann schon mal viel Spaß bei diesem Video. Und hier ist wieder das Stadion von Wisła Krakau. Ich muss noch mal umkehren. Ich habe im Eifer des Gefechts vergessen, meine Trinkflasche aufzufüllen. Bei 100 Kilometer ohne Trinken wäre das ein bisschen unvorteilhaft. Man kann sich zwar unterwegs was kaufen, aber ich kenne die Gegend nicht hier. Wer weiß, wo ich da bin, irgendwo in der Walachei dann, und dann gibt es dann irgendwo was. Also nochmal zurück, Flaschen auffüllen. Eieiei, Frankenpedaleur, wo hast du nur deine Gedanken? Bei der Gelegenheit kann ich gleich noch ein bisschen was erzählen über Krakau. Es ist die zweitgrößte Stadt Polens übrigens, nach Warschau. Die drittgrößte, ja, es variiert immer, irgendwie entweder Lodz oder Breslau. Die nehmen sich, glaube ich, nicht viel. Und Krakau war früher sogar mal die Hauptstadt Polens. Allerdings ist es schon ein paar Tage her. Ich glaube, bis 1595 war das. Und dann wurde es nach Warschau verlegt, weil damals, es hing irgendwie mit den Schweden zusammen, war das wohl unter schwedischer Herrschaft. Und Warschau war halt einfach näher zu Schweden. Von daher wurde das verlagert von Krakau im Süden nach Warschau im Norden, und seitdem hat es Bestand bis heute. Kopf einziehen hier, sonst knallt's. Nee, da war eine Senke, hat schon gepasst. Ein paar Schrebergärten gibt es hier auch. Sehr idyllisch. Schau mal her, ich bin hier ganz alleine. Kein Schwein unterwegs. Ein nettes Flüsschen, ein bisschen braun. Aber echt schön hier auf dem, was ist das hier, so ein Damm. Links vor mir ist die Weichsel irgendwo. Und ich fahre hier oben entlang. Zum Glück kein Hochwasser, weil in Breslau, da ist ja jetzt Hochwasser. Also ich entkam den Ganzen noch. Bin ja dann durch den Regen auf der Autobahn nach Krakau gefahren, aber in Breslau, da rüsten sie jetzt auf und hoffen, dass die Altstadt nicht überschwemmt wird. Kam ich gerade noch mal davon.
Wenn man erstmal draußen ist aus Krakau, dann geht es vom Verkehr her, aber ich hatte ein paar hässliche Stellen mit LKWs und schmale Straßen, viel Gegenverkehr, aber die muss man halt manchmal nehmen, so als Überbrückungsstraßen, dass man dann hier rauskommt, wo es dann schön wird und einsam. Aber es gibt auch, wie in Deutschland, diese Hilfs-Sheriffs auf 4 Reifen, die meinen, einen maßregeln zu müssen. Da war jetzt so eine Straße, da ging rechts ein Radweg, den habe ich auch genommen, aber der ging dann auf einmal in Schotter über. Und dann bin ich auf die Straße gewechselt, weil ich keinen Bock hatte, auf den Schotterweg zu fahren. Der Schotterweg war eh bloß, also der war vielleicht 100 Meter, 150. Und in diesen 150 Metern waren natürlich 2 Autofahrer, die mich angehupt haben und meinten, sie müssten mir wild gestikulieren, ich soll doch rechts auf dem Weg fahren. Dann habe ich ihnen brav zugewunken, hallo. Wie geht's euch und schöne Grüße zu Hause, habe ich ihnen zugerufen. Haben sie natürlich nicht verstanden, aber egal, der hörte dann eh auf. Also nach den 150 Meter Schotter, da kam dann nochmal 30 Meter geteert und dann kam Kreisverkehr und dann war sowieso Ende. Aber Hauptsache den Zeigefinger heben. Also ich merke, ich bin noch zu tief in Europa, ich bin noch nicht weit genug weg. Ach ja, und dazu muss man noch sagen, ich bin teilweise sogar auf dem Bürgersteig gefahren, einfach nur um weg zu sein von der Straße. Also ich habe mein Möglichstes getan, liebe polnische Autofahrer. Ich bin über diese ganzen Huppelwege gefahren, Pflastersteine, in so Senken von Auffahrten und wieder hoch, bloß dass ich euch nicht störe auf eurer heißgeliebten Straße, die ihr einzig und allein für euch gepachtet habt. Aber Schotterweg, nee, da hört es dann auf, da habe ich dann keinen Bock mehr. Ich bin über den Gehsteig weitergefahren. Ich bin nicht auf der Straße in den Gegenverkehr, keine Sorge. Ja, das ist jetzt hier so eine besagte Straße, die jetzt weniger schön ist, aber was soll man machen? Da muss man durch. Wer in Manila und Bangkok gerade gefahren ist, der fährt auch hier auf den polnischen Landstraßen, aber kann ja nicht irgendwie drüber fliegen und ich kenne die Gegend hier nicht. Keine Ahnung, ob man das irgendwie umfahren kann, aber Komoot sucht ja schon immer verkehrsarme Straßen meistens raus, manchmal auch Schotter. Aber manchmal muss man halt auch über solche Straßen und da vorne geht es glaube ich schon wieder links weg. Ist bloß ein kurzes Stück. So, jetzt geht es hoffentlich mal ein bisschen raus und weg von diesem Verkehr. Es ist teilweise echt nicht schön gewesen, obwohl man meinte, man ist weg von den großen Straßen, aber dann kam doch wieder Verkehr auf. Jetzt bin ich wieder abgebogen. Jetzt schaut es doch einmal ruhig aus. Es schaut jetzt nicht nach einer wichtigen Verkehrsstraße aus oder Verbindungsstraße, aber man weiß nie. Es kann gleich wieder zu Ende sein. Auf jeden Fall wird es hier landschaftlich jetzt schon mal schön. Weil ich habe ja da auf der Karte irgendeinen so einen Naturpark auserkoren, den ich befahren möchte. Zumindest sah das alles sehr grün aus auf Komoot. Und von daher hoffe ich mal, dass es da ein bisschen schöner, ruhiger wird. Irgendein Tal muss da wohl sein. So, ja, sieht optisch ein bisschen so aus wie so in der Fränkisch mit Felsen und Flüsschen und was der Teufel. Also da bin ich mal gespannt, wie das wird, wie das aussieht. Und ja, hoffentlich dann ohne großen Verkehr. Und die Kamera ist irgendwie auch schon dreckig.
schön. Ich glaube, da werde ich mich jetzt erstmal niederlassen und eine Banane essen, was trinken und mich von diesem Autostress, von diesem Verkehrsstress erholen. Das war ja also, es war teilweise wirklich nicht schön, aber gut, wie gesagt, da muss man durch. Und hier, glaube ich, geht jetzt dieser Naturpark los. Sie schaut zumindest sehr idyllisch aus. Und ich denke mal, das wird dieses Tal sein. Ich setze mich jetzt mal hin und check die Karte und dann weiß ich wenigstens mal, wo ich jetzt ungefähr bin. Genau, ja. Ja, also wie vermutet, wir sind jetzt hier an dem blauen Punkt und es ist dieses schöne Tal, was ich da gesehen habe bei Komoot. Das hat wirklich ganz schöne Bilder gehabt. Das müsste jetzt dann hier losgehen, da bin ich gespannt. Müssten auch irgendwelche Felsen dann kommen, weil normalerweise wäre ich, glaube ich, hier diese weiße Hauptstraße entlang. Hier rechts parallel, aber ich habe dann diese hier gewählt. Dann fahren wir hier hoch und dann auf der anderen Seite wieder zurück. Bin ich mal gespannt. Und da unten wird es dann wieder hässlich. Da wird es dann ja, wieder verkehrsträchtig. Hier geht es auch nochmal durch irgendwas Grünes durch. Mal schauen, wie es da wird. Und dann geht es zurück wieder an der Weichsel entlang, diesmal auf der anderen Seite, zurück nach Krakau. Ja, und jetzt geht auch ein kleiner Anstieg los. Wahrscheinlich ja, der längste und höchste Anstieg der Tour auf, ja, was ist das ungefähr, knapp 500 Meter. Wir sind jetzt auf 274 und laut Höhenprofil, schauen wir mal, das kann man doch, so, wenn man es größer macht, dann verschwindet der höchste Punkt, aber so, ja, man sieht ja 520 ist diese Linie über den Scheitelpunkt, also 500 sagen wir mal. Also es geht stetig bergauf jetzt. I was young and foolish, so green when we met and you were cool, tattooed with cigarettes on your breath. Caught in a craze, thinking your praise would save me. Growing strange, all that you do is change me. I was dumb and you knew it, you knew. I think I'm better off without you. You got me second guessing every little thing that I do. I think there's something off about you that got me questioning myself whenever you leave the room. No more hurting or wasting time. Never been good at Oi, schau mal her. Da sind sie, die Felsen. Ja, sag mal, du, leck mir in die Tasche, wie der Rheinländer sagt. Guck mal dieses massive Teil davon an. Ein Paradies, wahrscheinlich auch für Kletterer. Und niemand unterwegs, nur ich. Nur der Frankenberger Löwe mit seinem Rad. Ist das nicht schön? Also der kleine Umweg, oder es war eigentlich kein Umweg, aber Abstecher, hat sich gelohnt. Sehr schön. Wunderbar, wunderschön. Schau mal her. I feel good! So, hier gibt es ein Wirtshaus. Was heißt eigentlich Droga Pocharowa nie Sastaviat? Wer weiß das von euch? Ich konnte jetzt dem Symbol auch nicht entziehen, was es bedeutet. War irgendwie so eine Kiste oder so, keine Ahnung. Wer weiß es, schreibt es mir in die Kommentare. Und hier haben wir einen schönen Spielplatz unterhalb des Felsens. Wunderbar, ist ein bisschen wie im Pegnitztal. Guck, da sitzen die Leute draußen bei 12 Grad, was will man mehr? Da entdeckt. Ja, da jagt ein Highlight das nächste. Das ist gleich wieder so ein Wasserfall. Mensch, das erinnert mich gleich an den Mae Sa Wasserfall, hieß der, glaube ich, in Chiang Mai, wo ich auch mit dem Rad so halb hingestiefelt bin. Musste ich aber dann bei dem Wachmann lassen und zu Fuß weitergehen, um dann den schönen Wasserfall zu sehen. Schau mal her. Ja, herrlich. So ganz klares Wasser hier. Man trinken will es jetzt nicht, aber naja, es schaut zumindest nicht sehr dreckig aus. Warum soll es da dreckig sein? Es kommt ja irgendwo aus einer Quelle, aus den Hügeln oder Bergen oder wo auch immer. Schau mal her. Wenn jetzt Sommer wäre, könnte man sich ein bisschen reinlegen.
Ja, der Obelix war auch hier. Hat einen Hinkelstall vergessen. Oh, hier wird es aber dann Schotter. Ja, Komoot sei Dank, dass ich Rennrad eingestellt habe. Hier ist eine geteerte Strecke. Die habe ich mit eingeplant, weil die bloß rausgeht zu einer, also zu dieser weißen Straße, was ich vorhin gezeigt habe, die ich ursprünglich fahren wollte. Habe aber geplant, dass ich die Straße hier dann wieder zurückfahre und weiter hier entlang fahre. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ich meine, das sieht ganz okay aus, aber das ist halt immer so eine Sache, ne? Jetzt fängt es auch noch das Regnen ein bisschen an und naja, das ist alles nicht so optimal. Okay, kurzer Streckencheck. Hier ist dann wieder geteert. Das war jetzt wirklich bloß hier über das kleine Bächlein. Es geht hier geteert weiter. Ja, also wie gesagt, die Strecke geht da hinten dann doch geteert weiter. Und dieser kleine Abstecher hier, das sind jetzt wohl diese Höhenmeter, die mir der Wahoo vorhin angezeigt hat. Und hier geht es stetig bergauf nur. Da unten fuhr ich lang, da war es ja relativ gerade und eben. Aber hier geht es hoch. Hier verstecken sich diese 200 Höhenmeter da in Summe, zumindest der Rest. Mal gucken, ob sich das lohnt. Da vorne ist der Felsen, an dem ich gerade unten vorbeifuhr von Obelix. Mal schauen, was noch so kommt. Ob sich die Strapaze hier lohnt. Das war der Abstecher hier hoch. Hey. Da kommt der Bus. Wir kehren gleich wieder oben. Weg hier. Wieder viel zu viel Verkehr. Ja, kaum unten. Geht schon wieder hoch. Und wie gesagt, die Straße ist doch befestigt. Ich nehme alles zurück, Komoot. Du bist die Beste. So, wieder in der Zivilisation. Puh. Hat sie jetzt noch mal gezogen hier hoch. Aber jetzt haben wir es geschafft. Und jetzt geht es wieder hinein in den Verkehr, hoffentlich nicht so stark. Mal gucken, was uns noch so erwartet. So, das ist jetzt das Dach der Tour. Ab hier geht es nur noch runter, zumindest laut Profil. Am Ende ist noch mal ein kleiner Zacken, aber nicht der Rede wert. Da vorne ist der höchste Punkt. Ja, und jetzt fängt es ein bisschen das Nieseln an, aber ist nicht so dramatisch. Wenn man einmal unterwegs ist, ist es auch egal. Aber wenn du starten willst und hast so ein Wetter, dann hast du echt keine Lust. Aber es geht, die Straße ist ja jetzt nicht patschnass, die ist nur leicht angefeuchtet und es kommt und geht. Jetzt hat es schon wieder aufgehört. Also, alles nicht so schlimm. Angels sent from up above. You know you make my world light up. When I was down, when I was hurt, you came to lift me up. Life is a drink and love's a drug. Oh, now I think I must be my use up. When I was a river, dried up, it came to let it flow.
Ja, das Licht ist an, der Himmel verdunkelt sich. Ihr habt es gesehen, es hat dann auch das Regnen angefangen, doch stärker als gedacht. Musste ich die Regenjacke anziehen, jetzt habe ich sie wieder ausgezogen, weil jetzt geht es eigentlich wieder. Sogar teilweise trockene Straßen, aber der Verkehr, Katastrophe. Also die Polen, die fahren schon progressiv. Also habt ihr ja gesehen, dass ich teilweise auf dem Gehsteig fahren will, weil ich habe mich da nicht wohl gefühlt auf den Straßen. Also da ist es irgendwie in Thailand oder Philippinen entspannter, obwohl da viel mehr los ist. Aber die fahren da halt gemächlicher und rücksichtsvoller. Aber hier, da wird halt Stoff gegeben mit überhöhter Geschwindigkeit an dir vorbei. Komme, was da wolle. Also war jetzt nicht so angenehm teilweise. Aber jetzt sind wir wieder in so einer Art Park. Auf dem Nachhauseweg. Es ist nicht mehr so weit, so ja, weniger als 30 Kilometer. Und dann geht es an der Weichsel wieder zurück. Da haben wir das auch geschafft. Habe ich wenigstens eine Tour hier gemacht, bin froh, dass ich raus bin und die Tour gemacht habe. Sonst hätte ich mich wahrscheinlich geärgert, dass ich überhaupt nichts gefahren habe hier in Polen, außer halt ein bisschen durch Krakau. Und ja, dann packe ich meine Sachen heute wieder und dann geht es weiter ins nächste Land. Und dann schauen wir mal, wie es dort ist. Aber jetzt geht es erstmal zurück und hoffentlich ohne Unfall und ohne, dass ich irgendwie zusammengefahren wäre. Manometer. Er hat mich jetzt überholt, um dann 20 Meter später rechts abbiegen zu müssen. Das hat es gebracht. Das verstehe ich immer nicht. Das geht nicht in meinen Kopf. Die Gedankengänge möchte ich mal nachvollziehen können, warum man sowas macht. Dass man jetzt unbedingt noch vorbei muss, wenn man sowieso eine halbe Sekunde später abbiegt. Das begreife ich nicht. Das war also dieser, oh Moment, das war dieser besagte benutzungspflichtige Radweg auf Kiesel, Schotter, Pfützen und was weiß ich noch alles. Und dann kommt wieder sowas hier, so ganz fein ausgebauter Radweg, da hätten wir die 150 Meter auch machen können. Also da ist wieder mal das Geld ausgegangen oder anderer Bezirk zuständig, whatever. Ich befinde mich kurz vorm Ziel, ich habe noch keine 15 Kilometer mehr. Es geht jetzt hier schon über die einzelnen Brücken und dann zur Weichsel zurück nach Krakau. Dann sage ich jetzt schon mal danke fürs Zusehen. Schalte wieder ein beim nächsten Video. Es geht dann ins nächste Land. Ich habe mal durchgezählt, ich habe bislang 36 Länder bereist. War ganz überrascht, dass ich schon so viele habe. In dem Land war ich jetzt noch nicht, das ist dann Land Nummer 37. Und mal gucken, wie es da so ist. Also seid gespannt, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.